Also mein Großvater fragte meinen Mann immer, als er das erste Mal kam, um sich bekannt zu machen. Und er sagt, wie hat er es dir gesagt? Ich erinnere mich, wir saßen am Tisch, tranken Wodka, erinnerst du dich? Wir tranken Wodka, Likör, weil wir das hatten. Wir sind ja schließlich im Süden. Ich bin immer noch eine Südländerin. Wie viele Jahre ich hier nicht lebe. Warum wollen wir auch wegziehen? Der Großvater fragte Peter immer. Und wie viel kann man ungefähr mit deinem Gehalt kaufen? Peter verdiente sehr gut. Naja, als Offizier. Obwohl es Leute gab, die in der DDR noch mehr verdienten. Es gab auch eigene Geschäfte. Nun ja, und deshalb der Großvater, damals gab es trotzdem das Problem, dass es in jenen Jahren natürlich Schlangen für Wurst und alles in Sowjetunion gab. Und er fragt, wie viele Hühner konntest du mit deinem Gehalt kaufen? Peter kratzte sich am Kopf und sagte, ich muss berechnen, wie viele Hühner ich mit meinem Gehalt kaufen konnte. Oh, er rechnete. Im Allgemeinen, das Vaterland wird seine Helden vergessen. Guten, ich werde meine Helden nicht vergessen. Tag, Freunde, Abonnenten. Mit Ihnen ist Erika Klaus aus Berlin, wie Sie sehen. Heute wollte ich ein Video drehen, das viele Leute von mir verlangt haben. Das ist mein Mann. Stell dich vor, Peter. Mein Name ist Peter und der Nachname ist Klaus, wie bei meiner Frau. Also ich bin Erika Klaus, für diejenigen, die mich nicht kennen. Und wir sitzen vor welchem Hintergrund? Dem bekanntesten Ort in Berlin, dem Trap Tower Park. Am Vorabend des 9. Mai wollten wir genau hier ein solches Video machen. Wir hatten Glück mit dem Wetter und deshalb habe ich euch versprochen, viele haben darum gebeten, dass ich dieses Video mache. Ich habe ein altes Video, aber es ist nicht mehr dasselbe. Viele werden es nicht finden, weil es viele neue Abonnenten gibt. Und wir haben beschlossen, es zusammen zu machen, nicht getrennt. Wunderbar. Schaut, es ist faszinierend. Wir haben uns im Prinzip kennengelernt, eigentlich, aber das war noch in der Sowjetunion. Ich war ein ganz junges Mädchen und mein Mann ist 7 Jahre älter als ich. Und ich wollte sagen, jetzt Peter fragen, warum er sich beworben hat. Erzähl, was hast du eingereicht? Das war im Jahr 1976. Ich diente in der Armee. 86. Ah? 86. 1986 begann ich in der Armee zu lernen und ich im Prinzip Er lernte mit einem Offizier. hier in der Nähe von Berlin. Und ich war früher in der deutsch-sowjetischen Freundschaft und In der Gesellschaft sowjetischen Freundschaft. nur im Osten war es möglich, in den Urlaub zu fahren und so weiter. Und im Westen war es unmöglich. Das heißt, man konnte nur aus dem Osten. Ich helfe ein wenig, es war möglich zu verreisen. Warte, Peter, ich erzähle noch. Um in sozialistischen Ländern Urlaub zu machen, aus westlichen Ländern, war es sehr schwer, in sozialistische Länder in den Urlaub zu fahren. Und aus der DDR konnte man nur in sozialistische Länder reisen, wenn man schon in den Urlaub fahren wollte. Und auch nicht jeder konnte reisen. Es war sehr schwer, wegen der Zivilbevölkerung. Das war nicht so. In der Tschechoslowakei und Polen war es offen, dort gab es keine Probleme. Ungarn, Bulgarien war es. Aber die meiste Zeit war ich in Polen und Tschechien und wollte weiterreisen. Und ich schaute und erfuhr davon in sowjetischen Jugendzeitschriften. Und dort habe ich es platziert, wie? Er hat eine Anzeige aufgegeben. Eine Anzeige, dass ich suche. Früher nannte man das Brieffreundschaft. Genau, einfach Freundschaft. Er dachte an nichts, schrieb nichts, über Heiraten gar nichts. Sag mal, Peter, hast du deine russische Sprache gemocht? Ja. Ja, Viele mochten sie nicht, aber er mochte sie. nun, ich erzähle warum. Das kann man auch nicht so einfach sagen. In der Schule habe ich fast kein Zeugnis in Russisch bekommen. Früher war ich besser in Englisch, aber ich mochte die Sowjetunion insgesamt. Auch weil seine Schwester, sie ist älter als er. Sie studierte in Leningrad Psychologie, ja. An der Universität. Das ist nicht unbedingt. Ich so im Prinzip, wie man das sagen kann, Er interessierte sich für Geschichte. das Land, die Geschichte, das Land, die Städte und so weiter. Und das erste Mal, bevor du diese Anzeige aufgegeben hast, warst du
In Leningrad, ja? Ja, ich war in Leningrad, weil meine ältere Schwester in Leningrad war. Er wird selten gefilmt, deshalb muss man ihn ein wenig leiten. Die ältere Schwester studierte dort an der Universität im bindepädagogischen Bereich. Ja, sie studierte dort lange, sie hatte viele Freunde im ganzen Land. Eine sehr gute Freundin aus Georgien übrigens hatte sie. Ja? Eine Georgierin, ja? Nein, nicht Georgierin, Armenierin. Ah, armenisch. Und Peter kam, sie lebt jetzt in Amerika. Und Peter, sag mal, du hast sogar die Chruschtschow-Kas gesehen, oder? Nein, Und du hast überhaupt das Leben in der Sowjetunion gesehen. Im Wohnheim war das auch ein eigenes Thema. das war wirklich ein Albtraum. Sie lebten dort im Wohnheim und ich erinnere mich, nur wenig haben die an das Wohnheim, weil wir dort fast immer betrunken waren. Ja, dort hinfahren. Und ich war nur in Puschkin, Pawlowsk, dem Peterhof und der Eremitage. Er liebte es, ja. Ich bin also in der Sowjetunion geboren. Ich war nicht dort, aber ich komme aus Krasnodar. Ich war nicht dort, habe sogar weniger gesehen. Nun, nicht weniger, natürlich. Ich kenne hauptsächlich die gesamte Region Krasnodar gut, natürlich, klar. Ich kenne Sotschi, dort Adler, alles und so weiter. Und Leute, das Interessanteste, ich wollte immer das heutige Petersburg sehen. Aber in Moskau haben wir Verwandte, also die Schwestern meiner Mutter und deren Kinder. Und ich war auch bei den weißen Nächten. Weiße Nächte dort in Leningrad. Und er hat sich verliebt. Er liebt es total. Er träumte davon, es noch einmal zu sehen. Und zu dieser Zeit war es auch das Fest der scharlachroten Segel. Bitte erzähl mir, bitte, wie viele Leute dir geschrieben haben, als du die Anzeige für Freundschaftler aus Russland aufgegeben hast. Ich habe die Anzeige in 3 oder 4 Jugendzeitschriften aufgegeben. Und dann war mein Briefkasten ein Problem, weil ich mehr als 200 Briefe erhalten habe. Bis zu 200 Briefe habe ich noch alles gelesen. Und dann Und dann noch mehr. Dann habe ich weitergelesen und habe alle Briefe genommen und sie meinem Bekannten gegeben, der mit mir im Wohnheim lebte. Hat er auch geschrieben. Das geschrieben, erinnere ich mich nicht. Nun, er hat dich im Grunde gebeten. Ja, und alle suchten und schrieben oder schrieben nicht. Nun, so war es. Und dann habe ich die Adressen angeschaut, wo, nun, an welchen Wohnort und das Foto. Dann blieben, glaube ich, 20 übrig. Und am Ende blieb nur eine übrig. Das heißt ich. Das heißt ich, ja, genau. Und was hat dich außer dem Foto interessiert? Was hat dich an Krasnodar interessiert, Peter? Ich habe ihm geantwortet. Übrigens, zu dieser Zeit habe ich am Technikum studiert, möchte ich anmerken. Am Architekturtechnikum von Krasnodar. Nun, ein ganz junges Mädchen. Genau. Und Ja, warum hat dich gerade Krasnodar interessiert? ich war interessiert, weil ich die ganze Sowjetunion kannte, sogar das, was jetzt Weißrussland oder Ukraine genannt wird. Und ich kenne viele Orte, kenne die Natur und natürlich ist das Krasnodar. Es war interessant, eine schöne Frau. Naja, früher war sie noch ein Mädchen. Und außerdem liegt Krasnodar. Nicht weit vom Schwarzen Meer, nicht weit von Kusbas, nicht weit von Armenien, Das ist es ja. Kaukasus. Hauptsächlich hat es ihn interessiert, weil er theoretisch viel wusste. Aber er wollte es auch in der Praxis sehen und kennenlernen. Er dachte natürlich nicht an etwas wirklich Ernstes. Ich sage es gleich, es ist nicht wie jetzt. Da gibt es keine Anzeigen oder so etwas, keine speziellen Dinge. Es war einfach wirklich, naja, Wie wir sagen, er wollte die Sowjetunion sehen. Und natürlich wäre es nicht schlecht, wenn es eine schöne Frau gäbe. ein Mann ist ein Mann, das ist klar. So ist das. Genau. Und ohne irgendwelche Gedanken musste er auch noch sein Russisch verbessern. Ja, ich weiß noch nicht, wie man dorthin fliegen oder fahren kann. Es war nicht wie jetzt. Das heißt, es war nicht so einfach, wie es jetzt ist. Man setzt sich ins Flugzeug und fliegt und so weiter. Nun, im Moment ist es natürlich schwierig, wie Sie wissen, wegen der Sanktionen. Aber insgesamt war es dann natürlich viel einfacher. Genau. Jetzt möchte ich über mich erzählen, was mir aufgefallen ist, was mir gefallen hat, dass ich auch früher nach Ungarn und in die Tschechoslowakei geschrieben habe,
Und sogar, wenn ich mich nicht irre, nach Jugoslawien habe ich Briefe geschrieben. Aber es hat mich sehr interessiert, obwohl ich überhaupt kein Deutsch konnte. Ich konnte Englisch und habe Englisch gelernt. Und dennoch hat es mich irgendwie auch interessiert. Ich habe parallel dazu noch 2 oder 3 weitere geschrieben. Genau. Mich hat interessiert erstens, dass er Russe ist. Sehr angenehm. Dann hat er sehr korrekt, wie ein Gentleman geschrieben. Das hat mir sehr gefallen. Genau. Dann hatte er schon einige Vorstellungen über Russland. Und das hat mir sehr gefallen. Zu jener Zeit lebten meine Mutter und ich getrennt und die Großeltern. Und es war sehr schwierig für uns, das ist klar. Leute mit dem Telefon in jenen Zeiten, das war 82 und irgendwo zwischen 1984 und 1985 in der Sowjetunion. Und deshalb wissen Sie, dass viele nicht einmal Telefone hatten. So ist es. Nur meine Großmutter, sie lebte separat in Krasnodar. Wer aus Krasnodar ist? Hallo! Sacharowa. Bei der Sacharowa wohnten meine Großeltern. So ist es. Und ich möchte sagen, dass sie ein Telefon hatten, aber deshalb wollten wir nicht nur korrespondieren, wir schrieben uns lange Briefe. Wirklich, Peter, die Briefe kamen sehr lange, übrigens ja, weil sie überprüft wurden, ja. Damals nun, er hatte dort die Stasi, wir hatten den KGB und so weiter. Die DDR kontrolliert. DDR kontrolliert. Sowjetunion sie überprüft. Trotzdem kamen sie an. Nun, es war einfach schrecklich. Alle haben diese Briefe gelesen. Alle wussten alles, was wir geschrieben haben. Wir sprechen ein wenig mit Humor. Nun, und wir haben vereinbart, dass er mich anrufen wird. So ist es. Und es war sehr teuer, das war sehr teuer. Aus Russland zum Beispiel. Von zu Hause war es wirklich sehr schwer. Man musste zum Hauptpostamt gehen, erinnere ich mich, oder so etwas. Und dort bestellen und einfach schrecklich lange warten. Obwohl Peter in Berlin auch gewartet hat. Wie lange hast du auf das Telefon gewartet? Das war die Zeit, in der es ein wenig einfacher war zu telefonieren. Wir hatten den Palast der Republik. Jetzt steht dort das sogenannte Rumbelforum. Das ist der Palast der Republik. Dort gab es eine große Post und dort war es möglich, geschlossen. Mit Bars, Restaurants, mit allem. Und dort konnte man auch telefonieren. Ja, dort, besonders an diesem Tag, war es möglich zu telefonieren. Auch lange gewartet. Ich glaube, das längste war 4 oder 5 Stunden. Ich war schon fast betrunken, weil ich dort immer 2 getrunken habe. Weil er schon nervös war. Vor Nervosität sitzt er allein, alle machen ihm irgendetwas schnell. Dort in der Schmiede. Nicht nur, dass die Russen wissen, sie sagen Klischee, dass sie trinken. Übrigens, schauen Sie, mein Mann trinkt jetzt praktisch gar nicht mehr. Deshalb mag ich die Russen besonders, weil sie gut trinken. Deshalb mochte er die Russen, weil sie gute Gesprächspartner sind. Er sagt, und besonders, wenn es um Partys und Feiern geht und all das. Ja, nicht gehemmt und all das. Das hat ihm immer gefallen. Er ist überhaupt kein typischer Deutscher, das sage ich Ihnen ehrlich. Und jetzt, nach so vielen Jahren, ist er überhaupt kein typischer Deutscher mehr. Er ist so international. Und übrigens, Peter, in allen Ländern fühle ich mich auch wie zu Hause. Ja? Ja. Wir sind mit ihm ins Ausland gereist. Wir waren an verschiedenen Orten, auf den Malediven und auch dort in der Türkei und in Ägypten. Sag die Wahrheit. Du hast dich überall wohlgefühlt, oder? So ist mein Mann. Gott sei Dank. Ich bin genauso, Leute. Egal wie alt wir sind. So sind wir. Und ja, also er hat sehr lange gewartet und als ich ihn anrief, sprach er natürlich schlechter Russisch als jetzt, das ist klar. Ein bisschen wie jetzt. Aber jetzt spricht er Russisch. Oh, auf Deutsch. Und ich antworte ihm auf Russisch. Nicht, weil ich es nicht weiß. Aber erstens, ich muss meine Sprache nicht vergessen. Und zweitens, weil meine Mutter vor 4 Jahren gegangen ist. Mit wem soll ich sonst besonders sprechen? Es gibt natürlich Freundinnen, aber man sieht sich nicht jeden Tag. Man vergisst die Sprache nach so vielen Jahren, man vergisst sie trotzdem. Siehst du, Schreiben ist schon wirklich schwer. Mit meinem Mann ist es so, als ob er mich trotzdem versteht, wenn ich auf Russisch antworte. Alle lachen oft. Ich sage ihm dort, wie ich dir sage, oh nein, das habe ich auf Deutsch gesagt. Kannst du mir etwas bringen? Und Peter antwortet mir, dass ich bringe dir etwas. Ich mache das. So ist es bei uns und alle lachen. Sie denken, was ist das? Es scheint, als ob sie in einer Sprache sprechen, aber es kommt heraus, dass die andere in einer anderen spricht und sie verstehen sich trotzdem. So ist es bei uns oft. Nun, manchmal spreche ich natürlich nur auf Deutsch mit ihm, das ist klar, ja. Wenn es um tiefere Themen geht.
So ist es. Und so habe ich mit ihm gewartet. Also das Telefon. Wir haben uns auch persönlich kennengelernt. Mein Großvater war, obwohl es der zweite Großvater von meiner Großmutter war, völlig gegen die Deutschen. Absolut. Obwohl er Generalpilot war. Und absolut, er stellte dir so lustige Fragen. Dann, als er das erste Mal zu mir kam, wissen Sie, welche Fragen? Früher gab es in Sowjetunion, wissen Sie, auch wenn er in speziellen Geschäften einkaufte, als General. Es gab solche speziellen Geschäfte in der Sowjetunion, wo man Delikatessen kaufen konnte, Mangelware, Das war nicht nur dort, das gab es auch in der DDR. auch in der DDR. Ich habe auch in speziellen Geschäften eingekauft. Nun ja, also mein Großvater fragte immer meinen Mann, als er das erste Mal zu Besuch kam, und er sagt, was hat er dir gesagt? Ich erinnere mich, wir saßen am Tisch, tranken Wodka, erinnerst du dich? Wir tranken Wodka, selbstgemachten Schnaps, weil wir unseren eigenen hatten. Wir sind ja schließlich im Süden. Ich bin immer noch eine Südländerin. Egal, wie viele Jahre ich hier nicht lebe. Warum wollen wir auch von hier wegziehen? Nicht nur, weil uns Deutschland selbst gefällt, ein schönes Land. Sehr schön. Und es gibt gute Menschen, verschiedene. Aber mir fehlt die Wärme. Wärme ist auch besser für meine Gesundheit. Und mein Mann hat jetzt auch mehr die Wärme liebgewonnen. Aber nun ja. Aber viele Deutsche mögen keine Wärme. Sie denken, so ist es. Ist bitte schön. Aber viele, im Gegenteil, ziehen es vor. Das Wichtigste ist die Sonne. Sonne und Meer und so weiter. Gute Luft. Also Leute, aber das wird ein separates Video, wohin wir ziehen wollen. Und mein Großvater fragte Peter immer, und wie viel kann man zum Beispiel von deinem Gehalt kaufen? Peter verdiente sehr gut, nun als Offizier. Obwohl es Leute gab, die in der DDR noch mehr verdienten. Früher hatten sie auch eigene Geschäfte. Das heißt, ihre eigenen Läden. Zum Beispiel Flashrider. Oder zum Beispiel, ja, Flashrider hatte bereits eigene Geschäfte in der DDR. Das war nicht erst nach dem Kapitalismus, als die Mauer fiel, dass es nur Einzelunternehmer wurden. In der DDR konnte man schon auch Unternehmer sein. Stimmt's, Peter? Zum Beispiel, sie hatten Flashrider, naja, diesen Metzger. Einige Geschäfte hatten sie solche. Nun, so war es. Bitteschön. Und dort ging es ihnen natürlich auch gut. Und sie hatten dort Kontakte, sie bekamen Fleisch, Dollars und so weiter, ja. Nun, so etwas gab es immer. Alles war genauso wie in der Sowjetunion. Unter der Hand, dort gibt dir jemand etwas, ein anderer gibt etwas anderes. Geld war nicht das Wichtigste. Das Wichtigste waren die Produkte, die der eine hatte und der andere nicht. Oder wir hatten den Intershop, wie früher die Berjoska. Sie gaben dort ein wenig Schecks und das bekamst du in Form von Produkten. Nun im Allgemeinen so. Nun, so ist es. Und deshalb hatte auch der Großvater damals ein Problem. In jenen Jahren standen natürlich trotzdem Schlangen, das sagten alle in der Sowjetunion. Und er fragt, wie viele Hühner könnten sie von ihrem Gehalt kaufen? Peter kratzte sich am Kopf und sagte, okay, ich muss ausrechnen, wie viele Hühner ich von meinem Gehalt kaufen könnte. Und er rechnete. Im Allgemeinen war das so lustig. Nun ja, und so schrieben wir uns, telefonierten und erzähl, Peter, wie wir beschlossen haben, uns das erste Mal zu treffen. Wo und wie? Erzähl du zuerst, dann ich. Ja, das Problem war, ich öffnete mich zu dieser Zeit ein wenig. Es scheint vor der Glasnost und vor dem Bau und dort Es war freier, ja? inne. Wir hatten ein Reisebüro. Das Reisen anbot und das war die erste Option. Privatreisen. Ich weiß warum. Privatreisen war unmöglich. Unmöglich, das war er. Ich habe es versucht. Ja, erinnerst du dich? Ja, weil in der Sowjetunion, Der KGB hat nicht erlaubt. nicht nur der KGB, in der Sowjetunion gab es ein Gesetz, dass pro Person ein Quadratkilometer für eine Wohnung benötigt wurde. Das war das erste in der Sowjetunion. Nun, wir hatten eine große Wohnung. Das war es nicht. Nein, trotzdem. Deshalb konnte bei der Hochzeit nur eine Person aus meiner Familie kommen. Und ich wusste das nicht einmal wirklich. Deshalb konnte dein Vater nicht kaufen. Und sein Vater konnte deshalb nicht kommen, weil es ja nicht genug Quadratmeter gab. Kannst du dir das vorstellen? Ja, und es musste nicht bei der Großmutter sein, sondern genau dort, wo ich wohne. Ja, und im Reisebüro gab es nur eine Möglichkeit, Sotschi. Und deshalb war das erste Ticket nach Sotschi. Hotel welches? Perle. Perle ist ein bekannter Hotel, das es bis heute gibt, wie Sie wissen. Genau. Das war früher finnisches Gebiet
Ja, die Finnen tranken, dort haben alle gesoffen. Und jetzt plötzlich gefällt Russland nicht mehr. Ihr ganzes Leben lang haben sie in Adler getrunken, überall gesoffen. In Sotschi war das im Grunde ihrs, wie sie jetzt reisen, billig, wie früher. Westberlin, um in die DDR kam, um billig zu trinken und alles zu tauschen, Währung zu wechseln. Ganz genau. Sie kamen als Finnen, speziell nach Sotschi, nach Adler, um zu trinken und billig zu leben und billig Mädchen zu mieten und so weiter. Ja, Peter? Ja. Genau. Und das Interessanteste ist, ja, Peter hat mir übrigens eine Einladung geschickt, damit ich zu ihm komme. Nun, klar und deutlich, wir haben es versucht. Übrigens, es hat natürlich nicht geklappt, obwohl mein Großvater General ist. Und selbst das hat nicht geholfen, weil das nicht mein leiblicher Großvater ist, sondern der zweite Großvater. Wie man so sagt, die Großmutter hat zweimal geheiratet. Oder Leute, wir machen jetzt weiter. Also, ich erzähle vom ersten Mal, als er kam. Nun, du bist also durch eine andere Reise gereist. Wir sind, glaube ich, mit Eurowings geflogen. Erzähl, Peter, hattet ihr immer jemanden aus den Vereinigten Staaten in der Gruppe? Das möchte ich erzählen. Im Flugzeug saß immer eine Person allein, so wie es oft bei Privatpersonen der Fall ist. Früher war es immer ein KGB-Agent, der aus dem Ausland flog. In der DDR war es gleich. Ja. Nun das deutsche KGB, genannt Stasi. Und einer in der Gruppe war so jemand, hattest du immer gesagt? Nein, das war das erste Mal. In der Gruppe war auch immer einer, der alles aufschrieb. Reisen. Er schrieb über alle, was sie tun, wohin sie gehen, mit wem sie sich unterhalten und so weiter. Und wenn ich immer weg wollte, alle wussten über alle Bescheid. Wenn ich die Gruppe verlassen wollte, musste ich immer sagen, wann ich zurückkomme und dann... Und wohin man fährt und alles, ja. Und im Prinzip erlaubten sie es natürlich auf keinen Fall. Ich hatte dieses Problem nicht, weil ich immer herausfand, wer für diese Gruppe verantwortlich war. Und weil ich Offizier bei der Zigareit war, konnte ich immer vereinbaren, dass ich im Prinzip ein wenig freier alles machen konnte, was ich wollte. Nun ja, mit dem der Leute war, wie man sagt, Freundschaft war mit der Sowjetunion, aber das war nur für Menschen, die nicht kommunizierten, keine Militärs waren, verstehen Sie. Die Militärs wussten es und wenn man versteht, wenn man wirklich nur von außen schaute, schien es so. Aber es war überhaupt nicht so. Es war eine etwas andere Politik, nicht wahr, Peter? Natürlich gab es einen Teil, damit Sie wissen. Der sowjetische KGB traute dem deutschen KGB-Sektor nicht. Und umgekehrt genauso. Deshalb wird oft gesagt, dass Russland Polen während der Sowjetunion regierte, Deutschland regierte. Das ist nicht ganz so, wie Sie denken. Jedes Land hatte trotzdem, hier ist jemand, der in solchen Organen arbeitete. Jedes Land hatte dennoch seine eigene Politik. Und Sie besprachen es, das ist klar. Aber die sozialistischen Länder unterschieden sich sehr durch ihre noch individuelle Innenpolitik, die sozialistischen Länder, nicht wahr, Peter? Und auch die KGB-Abteilung. Jedes Landes war völlig anders, völlig unterschiedlich. Nun, alles ein bisschen anders, nicht wahr? Es wurde zum Beispiel Dzerzhinsky genannt. Nein, Dzerzhinsky war eine militärische Einheit. Eine Einheit arbeitete in der Einheit Dzerzhinsky. Im Prinzip war es wie eine kleine Armee. Ja, im Prinzip war er Artillerist. Er war Artillerist, nicht wahr? Peter? Ja. Also Leute, hier ist was. Alle Techniken waren sowjetisch. Du warst Kapitän, nicht wahr? Du konntest nur bis zum Kapitän aufsteigen, richtig? Ja. Weil er dann wegen mir rausgeworfen wurde, weil er eine Russin geheiratet hat. Das war zu DDR-Zeiten, damit ihr das wisst. Vielleicht erzählen wir das noch einmal. Also erzähl. Und das erste Mal kommen wir mit meiner Mutter an. Ich war noch ein junges Mädchen, zitternd. Ich erzähle. Er fliegt. Also nach Adler. Ich komme aus Krasnodar. Und, naja, es ist nicht so weit, wie ihr versteht. Deshalb ist es gut. Und er wollte nicht nach Krasnodar, weil es einfacher war, sich zu treffen. Das Flugzeug flog leichter. Gab es damals Direktflüge? Nein, nach Krasnodar war es noch nicht so möglich. Vermutlich aus Samut. Es war nur die nächstgelegene Stadt. Und das war ein Direktflug, unser Flugzeug? Ja, es war ein Direktflug. Direkt. Und wirklich direkt. Bitteschön. Und ich, also zum ersten Mal. Moskau war, naja, trotzdem. Ich wartete also mit meiner Mutter. Mama, ich sage, Mama, du musst mich begleiten.
etwas Unbekanntes. Aber ich war noch ein junges Mädchen, oh mein Gott, im 2. oder 3. Jahr an der Fachschule. Hier. Und damals waren viele von uns so rein. Nun, wir selbst, das ist nicht wie die heutige Jugend. Sie wissen schon, hier. Ich sage nicht, dass die heutige Jugend schlecht ist, aber sie ist anders, verstehen Sie? Wir waren andere Menschen und also wir stehen da und warten, bis der Flug ankommt aus Berlin. Ich sage dieser. Die Fotos kannte ich natürlich. Nein, das sieht aus wie der da. Übrigens, wir mussten lange auf ihn warten. Der letzte, ich erinnere mich, kam das erste Mal heraus. Übrigens, der letzte wegen des Gepäcks. Wegen des Gepäcks, weil er Geschenke mitgebracht hat, wie immer. Da war irgendetwas dies und das. Er hat mir ein T-Shirt mitgebracht. Noch etwas, naja. Strumpfhosen, alles war nötig. Ihr wisst schon wer. Wir auch wegen des Zolls. Ich hatte ein spezielles Zeichen im Pass. Ja? Deshalb hatte ich praktisch keine Probleme. Nun, aber trotzdem war er der Letzte, der herauskam. Nun, da bin ich also. Also, die Gruppe kommt heraus und sie sollten in den Bus einsteigen und wegfahren. Ich konnte nicht viel mit ihm reden, weil er mit dem Bus zum Hotel Cemshusina fahren musste. Und dann habe ich ihn plötzlich gesehen. Um ehrlich zu sein, er hat mir nicht wirklich gefallen. Es war keine Liebe auf den ersten Blick. Ich habe ihm sofort gefallen, oder? Sie haben mir schon gefallen, aber ich spreche Russisch. Und eine Blondine. Und eine Blondine. Er mag Blondinen sehr, kurz gesagt. Blondine. Und? Wissen Sie, was er oft sagt? Er sagt, schöne Frau, aber es gibt ein Problem. Ja, sie hat dunkle Haare. Dann würde ich nicht. Nun, er neckt mich immer so. Und ich ihn. Wenn man so lange zusammenlebt, muss man mehr. Wir sind solche Menschen, die vielleicht irgendwann erzählen, wie man eine lange Ehe bewahrt. Das ist jedem Freiheit zu geben. Das ist das Wichtigste, nicht wahr, Peter? Wir haben unsere Freiheit nie eingeschränkt. Stimmt's, Peter? Du bist zu deiner Mutter gefahren, wann immer du wolltest, oder? Zum Beispiel, ich bin auch oft alleine in den Urlaub gefahren und so weiter. Stimmt's? Ja. Und das ist im Grunde besser, als wenn jemand ständig kontrolliert wird. Ich habe eine Freundin, die ständig anruft, wohin gehen wir überhaupt? Und er ruft schon nach einer Stunde an, wo bist du? Und das, verstehen Sie, das zerstört auch die Ehe. Man könnte denken, sie lieben sich, aber das hält nicht lange. Aber das ist ein separates Video und so weiter. Wie man die Ehe bewahrt, so ist es. Obwohl wir gestritten haben und wir alles Mögliche durchgemacht haben. Und dennoch haben wir an uns gearbeitet und Kompromisse gemacht. Ja, Peter? Ja. Beide. Wenn Elke sich langweilt, ruft sie mich trotzdem ständig an. Ja. Und dennoch sage ich oft, Gott sei Dank, ich fahre weg, um mich von dir zu erholen. Ich komme nach ein paar Tagen zurück. Er sagt, seltsam, du hast 2 Tage nicht angerufen. Das ist für dich seltsam. Das bedeutet, dass du, Gott bewahre, krank geworden bist. Denn für dich ist das irgendwie nicht normal. Und ich rufe ihn sofort an. Er wundert sich sogar, wenn ich nicht anrufe. Wissen Sie, so ist das. Obwohl ich sehr oft alleine in den Urlaub fahre, weil er mag zum Beispiel kein Tauchen, aber ich liebe es. Und so ist das. Er braucht das nicht so sehr. So ist das, Leute. So haben wir uns getroffen und er stieg in den Bus und dann begannen wir uns in Adler zu treffen. Er kam, wir trafen uns und so haben wir uns unterhalten und kennengelernt. Dann gefielen wir uns immer mehr. Gemeinsame Interessen. Nun, es kommt vor, wissen Sie sozusagen, dass es einfach passt. Das bedeutet, was bedeutet das? Das bedeutet, die Chemie stimmt. Verstehen Sie? Es kommt vor, dass es nichts Besonderes gibt, aber die Chemie stimmt, nicht wahr? Nun, im Prinzip ja. Und er hat sofort meine Mutter kennengelernt. Und das 2. Mal kam er, dann haben wir wieder geschrieben, ich habe wieder gewartet, ich musste mein Technikum beenden. Das war klar. Und wir dachten auch nicht an Heirat, übrigens überhaupt noch nicht. Und dann, als er das 2. Mal kam, kam er nach Adler. Ja, Peter? Ja. Auch eine Reise durch die Stadt Butyrski. Dort, wo es nicht weit vom Flughafen ist. Nicht weit vom Flughafen, dort habe ich auch jemanden kennengelernt. Und im Prinzip scheint es 500 Kilometer vom Zentrum von Sochi entfernt zu sein. Nun weit vom Zentrum, aber es war auch ein schöner Ort. Es hat uns auch sehr gefallen, ja, Peter? Ich bin immer mit dem Taxi gefahren. Ja. Taxi wie? Wie das? Das Taxi war so billig für ihn. Sogar in der DDR war es, glaube ich, teurer. Und verrückt. Verrückte Fahrer, sie fuhren immer. Er mochte die verrückten, sympathischen Fahrer. Ja, ich dachte immer, dass es einen Unfall geben würde.
Er dachte an einen Unfall, aber trotzdem, jung, heißblütig und all das. Also, und das 3. Mal kam er schon auf meine Einladung, weil wir zusammen den Antrag gestellt haben, oder? Wir haben uns schließlich entschieden zu heiraten, oder? Dann war es möglich, auf Einladung zu reisen. Dann konnte man schon auf Einladung in die Sowjetunion, wenn man den Antrag gestellt hatte. Aber das ist eine ganze Geschichte, die ich auch erzählen werde. Es war einfach ein Albtraum, dass ich überall eingeladen wurde und in dieses, wie heißt es, KGB, und sie quälten mich und all das. Ich war fast ein Verräter der Heimat und was ich nicht alles war und all das. Also, übrigens, wir hatten Freunde, die viele Bekannte hatten, Studenten. Ja, Deutsche, nicht wahr, Peter? Medizinische, sie studierten in Krasnodar an der Medizinischen Hochschule aus der DDR, sehr viele Bekannte. Und sie waren alle mit russischen Deutschen verheiratet, mit russischen Frauen. Und so hatten wir auch Kontakt, wir übermittelten einander Briefe. Sie waren schon verheiratet, sie hatten sogar Kinder. So, und wir übermittelten ihnen Briefe. Zum Beispiel, wenn sie kamen oder kleine Pakete. Ja, Peter, so war es, nicht wahr? Fast alle Deutschen, die im Sowjetunion studierten, haben geheiratet. Nur wenige blieben verheiratet, nicht wahr, Peter? Fast alle haben sich scheiden lassen. Wir sind eine echte Seltenheit. Eine echte Seltenheit, wie man so sagt. Aber das bedeutet nicht, dass bei uns immer alles gut läuft. Es kommt vor, dass ich alles hinschmeiße. Ich bin so emotional, er nicht. Ich kann einen Teller werfen und er versteht es nicht. Er denkt sofort, ich sei aggressiv. Aber das sind nur meine Emotionen, die durchkommen, wie man so sagt. Verstehen Sie, ich bin schließlich eine Südländerin. Das ist einfach in mir drin, egal wie lange ich lebe. Ich denke immer darüber nach, wie man das beenden könnte. Ja, manchmal läuft er von zu Hause weg. Und dann haben wir es eingereicht und er kam schon zu mir nach Hause. Wir haben irgendwelche Dokumente vorbereitet, erinnere ich mich, ja? Du musstest doch nach Moskau fliegen, oder? Dokumente, ja, das musste über die Botschaft gehen. Ich habe trotzdem auch im Hotel gewohnt. Du hast es vergessen? Vergessen? Ah ja, im Zentrum, ja, ich erinnere mich dort. In der Krasnaja-Straße. Krasnaja, wer aus Krasnodar ist, er wohnte im Tourist, ja. Und die Jungs, er musste noch irgendwelche Dokumente, sowas in die Botschaft geben. Und mir dann, als er weggefahren ist, das waren Dokumente für die Botschaft in Moskau. Das war so ein Papierkram. Jetzt natürlich, wenn ich jetzt schaue, das ist überhaupt nichts. Um zu heiraten oder zu heiraten war es damals, obwohl es ein sozialistisches Land war, sehr schwer. Sehr. Ja, mir wurde gesagt, ich muss entscheiden, die Karriere oder Sofort. die Frau. Können Sie sich das vorstellen? So ist das. Da hast du die DDR. Also wissen Sie, das ist alles ein Mythos, dass alles so wunderbar und schön in der DDR und in der Sowjetunion war. Dass es eine Art Freundschaft gab und all das. Ich sage kaum, dass mir viele dort sagen, oh, es kann nicht sein, dass man euch schlecht behandelt hat. Ja, in den ersten Tagen war viel, stimmt doch, Peter. Es gab Leute, die die sowjetischen Offiziere hassten, die DDR-Bürger, die Russen, oder? Ja. Gab es? Mein Mann ist Deutscher. Aber mir wird oft gesagt, du redest Unsinn. Alle vergessen, dass es Krieg war und nach dem Krieg ist es trotzdem nicht so, wie es überall gezeigt wird. Es ist alles nicht so, wie es gezeigt wird. Und in der Geschichte ist alles verschlossen. Es ist Krieg, es ist Krieg. Dort haben auch russische Soldaten deutsche Frauen vergewaltigt und so weiter. Und dann wurde alles industriell abgebaut. Krieg ist überall so. Überall gibt es Gewalt. Sowohl auf der einen Seite als auch auf der anderen Seite. Selbst von der guten Seite, sozusagen der guten Seite. Dennoch hat mein Mann großen Respekt vor dem Sieg der Russen. Nicht wahr, Peter? Über den Faschismus. Ja, Peter, sehr, sehr. Und seine Schwester ist genauso. Alle sind so. Aber das Interessanteste, erzähl Peter. Jetzt beginnen die Deutschen allmählich. Trotz der Anspannung gegen die Russen und all das. Jetzt die Deutschen. Jetzt die Ostdeutschen. Genau die Ostdeutschen. Früher, also während der DDR, standen sie den Russen schlecht gegenüber. Aber jetzt stehen sie den Russen, den russischsprachigen, besser gegenüber als die Westdeutschen. Nicht wahr, Peter? Im Großen und Ganzen. Ja, im Prinzip ist es so. Im Prinzip ist es so. Ja, sogar du siehst, hauptsächlich protestieren, weißt du, und gehen sie hinaus. Und unsere Nachbarn, alle. Wie kann das sein? Wir sind Russen. Die Russen haben das immer respektiert. So etwas wie Sie
Das ist doch nicht normal, was hier passiert. Erinnerst du dich, sogar meine Nachbarn, die früher auch bedeutende Persönlichkeiten in der DDR in unserem Haus waren, oder? Alle sind sehr besorgt darüber, mit Russen zu kommunizieren. Und wenn sie sogar zum Beispiel Streiks machen, steht oft wieder Frieden mit Russland gegen die Aufrüstung, oder? Ja, wenn ja, ich bin nicht im Krieg mit Russland. Ich bin nicht im Krieg mit Russland. Und so weiter. Können Sie sich das vorstellen, wie sich alles verändert hat? Unsere Außenministerin Baerbock, sie ist im Krieg. Sie schürt den Krieg, sie ist für den Krieg. Und wie diese grüne Partei, die im Grunde genommen wirklich nationalistisch ist, sie ist eine nationalistische Partei, will noch, dass die AfD wieder Kontakte hat. All das, verstehen Sie, ist getarnt. Als Wolf. Im Schafspelz. Verstehen Sie? Das ist alles nur Bluff. Welche andere Partei? Da sind wir wieder darauf gekommen. Aber trotzdem. Und so ist es bei uns, kurz gesagt. Und als er das letzte Mal kam, sagte Peter, du kamst im Frühling zu mir nach Krasnodar. Ich habe immer gesagt, es ist warm, wir haben Hitze. Und er kommt, erzählt. Und in der DDR gab es sehr kalte Winter. Am Telefon sagte Erika, dass es dort kalt ist. Und ich denke, das reicht. Können wir nicht. Genug von diesem Unsinn. Auf Russisch, Deutsch. Und dann muss ich dort warme Kleidung kaufen, besonders. Er ging, um eine Mütze mit einer Mütze zu kaufen. Er war so extravagant, fühlte sich sofort wie ein Russe. Auf einmal. Alle dachten, ich sei Georgier. Und alle dachten, er sei Georgier. Können Sie sich vorstellen, als wir mit ihm Niemand dachte, dass er Deutscher ist. Nur durch das Gespräch. Dann verstanden natürlich alle, dass es so ist, Leute. So haben wir uns kennengelernt. Wenn es Sie interessiert, können wir sogar erzählen, wie man zum Beispiel ein Video macht, wie wir unsere Hochzeit zusammen gemacht haben, wie schwer das auch war. Oder von den ersten Tagen in Deutschland erzählen, wie es Ihnen in der DDR gefällt. Ich meine, und so weiter und so fort. Ich kann auch interessant vom Mauerfall erzählen, wie ich das alles mit eigenen Augen gesehen habe. Das war auch so. Das versteht nicht jeder, wissen Sie. Ich bin genau zu einer solchen Zeit hierher gekommen, als ich viele Epochen gesehen habe. So ist es gekommen. Und ich habe viel im Leben gesehen. Ich kann sagen, aber an dem Tag, als sie die Grenzen öffneten, saß ich in der sowjetischen Botschaft. Dort war ein Treffen. Alle Deutschen, die mit einer Russin verheiratet sind. Also, liebe Freunde, das war unser Video. Gebt einen Daumen hoch, unterstützt meinen Kanal, denn mein Kanal lebt von den Aufrufen. Werbung. Helft mit, wenn es euch interessiert, schaltet ein und lasst es laufen. Denn wirklich, ich arbeite sehr viel und schon sehr lange. Und unterstützt bitte, das ist sehr wichtig für mich. Ich mache das in meiner Freizeit, diese Videos. Das ist eine sehr große Arbeit, Leute. Und die Zeit ist nicht einfach so. Nur Freude natürlich. Ja, es ist mir eine Freude, mit euch zu kommunizieren. Es macht mir alles sehr viel Freude. Ich bin danke euch für die Unterstützung. Danke für die netten Kommentare. Ich teile oft meine Nerven mit meinem Mann oder freue mich im Gegenteil. Stimmt's, Peter? Das war's. Tschüss, meine Lieben. Bis bald. Tschüss. Einen schönen Tag. Einen schönen Frühling. Tschüss. Frohes Fest. Hier beginnt das monumentale Bauwerk dieses Parks. Und ich möchte weinen, Leute, weinen. Wenn ich hierher komme, möchte ich immer sehr weinen. Ehrlich, sehr schwer. Gestern stand ich hier genau pünktlich. Früher war mein Mann Offizier und er hat hier bewacht. Wen hast du bewacht? Vor dem 8. und am 8. Leute, die kamen. Große nun, Beamte nun, keine Politiker, Präsidenten und verschiedene Vertreter anderer Länder Russlands. Präsidenten.
von Polen, Tschechien. Also, damit hat er sich beschäftigt. Im Prinzip hatte er privilegierte Truppen, wie man sagt. Ich möchte Ihnen heute unsere Bekanntschaft mit dieser Pracht verbinden und Ihnen diese Schönheit zeigen. Leute, früher war in der DDR, vor dem 8., am 8. alles hier geschlossen. Und dann haben sie es verschoben, nicht wahr, Peter? Es gab Soldaten, die hier stationär waren. Das heißt, es gab viele DDR-Offiziere und Soldaten. Hier waren viele Kasernen. So ist das. Schaut mal.